Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und vor kurzem habe ich euch ja so einen kleinen Kamerakäfig fürs iPhone vorgestellt. Da hat mich die eine oder andere Frage erreicht, ob ich denn nicht auch irgendwie was Kleineres empfehlen kann. Und das passt ziemlich gut, weil ich habe hier so einen Griff von der Firma Sandmarc zur Verfügung gestellt bekommen. Das hier ist der Sandmarc bzw. Sandmarc Creator Grip. Es handelt sich dabei um einen einfachen Griff für euer iPhone bzw. euer Smartphone. Solange es in die Aufnahme reinpasst, könnt ihr das eigentlich für jedes Smartphone benutzen. Ich habe es hier fürs iPhone benutzt und es wird auch fürs iPhone empfohlen. Aber wie gesagt, es geht eigentlich für alle. Den Griff habe ich auf jeden Fall zur Verfügung gestellt bekommen und möchte euch den heute einfach mal ein bisschen vorstellen. Jetzt gibt es zu einem Griff natürlich nicht so viel zu sagen. Ich möchte euch aber trotzdem ein bisschen so die Highlights hier festhalten. Und zwar fangen wir mal mit der Verarbeitung und dem Material an. Der ganze Griff ist aus Aluminium bearbeitet, also ich schätze mal ausgefräst. Ist hier schön bearbeitet, dass ihr da keine scharfen Kanten oder sowas habt. Er liegt wirklich sehr gut in der Hand und auch das Smartphone lässt sich da sehr einfach einbringen. Ihr habt hier die Klemme, wo ihr das Smartphone montieren könnt. Das ist hier also über so eine kleine Feder gehalten. Das Ganze ist innen mit einem Schaumstoff und mit Gummi geschützt. Das heißt, euer Smartphone ist da wirklich sehr gut befestigt, wird sehr gut gehalten und es kommt da zu keinen Kratzern oder sowas. Auch hier das iPhone 15 Pro Max passt ohne Probleme rein, selbst mit der standardmäßigen Original-Gummihülle von Apple. Der Griff selbst kommt dann auch noch mit so einem kleinen Halteriemen, den könnt ihr hier an der Seite befestigen und damit habt ihr das Ganze wirklich sehr gut im Griff. Also ihr müsst es nicht mal wirklich festhalten, es hebt dann auch so, ihr könnt das Ganze nicht mal verlieren. Das macht natürlich Sinn, weil gerade bei Smartphones, die ja nicht gerade günstig sind, wollt ihr die natürlich in einem festen Griff haben. Die ganze Aufnahme lässt sich dann also im Querformat oder auch ins Hochformat drehen. Das heißt, ihr könnt hier das wirklich so benutzen, wie ihr das gerne hättet. Also da sind euren Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Es lässt sich hier auch komplett drehen. Jetzt ist es natürlich so, ich habe das Smartphone nicht ganz mittig hier drin, eben weil es zu Problemen kommen kann, wenn ihr die Weitwinkellinse benutzt. Das heißt, wenn ihr die benutzt, dann müsst ihr das ein bisschen weiter nach links versetzen, von mir aus gesehen jetzt nach links, damit ihr da eben nicht den Griff oder eure Finger im Bild habt. Es geht aber ziemlich einfach und selbst auch dann könnt ihr das Ganze noch ohne Probleme drehen. Der Griff an sich kommt dann mit einem einfachen Knopf, also ihr habt hier den Knopf, mit welchem ihr ein Bild aufnehmen könnt oder eben die Videoaufnahme starten und stoppen könnt. Dazu bekommt ihr noch zwei Cold Shoe Mounts oben und unten, wo ihr ein Licht oder ein Mikrofon noch extra montieren könnt. Da sind euch also auch so erstmal keine Grenzen gesetzt. Ihr habt hier unten auch noch ein Viertelzoll Gewinde, wo ihr den kompletten Griff auf einem Stativ befestigen könnt. Die Stromversorgung von dem Griff erfolgt durch eine kleine Knopfzellenbatterie. Die ist hier unten drin. Da müsst ihr mit einem Sechskant das Ganze öffnen, aufschrauben und könnt dann die Knopfzelle wechseln. Der Sechskant ist aber auch im Lieferumfang mit dabei, also da müsst ihr euch nicht mal was extra besorgen. Weiter auch im Lieferumfang ist eben dieses kleine Transportcase. Hier ist einfach nur zu beachten, wenn ihr den Riemen am Griff habt, dann passt das Ganze hier nicht mehr rein. Da müsst ihr also schauen, entweder ihr benutzt den Griff einfach ohne das Case oder ihr benutzt eben das Case ohne den Riemen. Das Ganze lässt sich dann sehr einfach über Bluetooth mit eurem Smartphone verbinden. Ich hatte da auch nie wirklich Verbindungsprobleme. Es hat immer sehr gut funktioniert. Ruckzuck war die Verbindung aufgebaut und dann lässt sich das Ganze auch sehr einfach starten und stoppen. Bei dem Taster hier müsst ihr einfach beachten, ihr müsst den komplett durchdrücken und ihr werdet das jetzt hier wahrscheinlich auch gleich hören. Da kriegt ihr so einen kleinen Bestätigungsklick, wenn ihr das Ganze benutzt. Und ein bisschen komisch ist es, wenn ihr den Taster nämlich drückt und dann loslasst, also erst beim Loslassen wird der wirklich betätigt. Das heißt, ihr könnt ihn drücken und halten und da passiert erstmal nichts. Erst wenn ihr loslasst, wird eure Funktion ausgeführt. Das funktioniert sehr gut mit der Standard-App. Hier Sandmarc empfiehlt da auch noch die Pro Camera App oder die Blackmagic Video App. Es funktioniert aber wie gesagt auch mit der Standard-App. Ihr müsst nur einfach beachten, ihr könnt keine Serienaufnahme damit machen, eben weil der Knopf, der Trigger keine Haltefunktion hat, sondern wie gesagt nur mit einmal Betätigung funktioniert. Insgesamt macht der Griff auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Für Videoaufnahmen würde ich euch den voll empfehlen. Wenn ihr eher so Fotoaufnahmen damit machen wollt, dann würde ich da vielleicht zu einem anderen Griff greifen, der vielleicht auch eine Burst-Funktion unterstützt, weil das macht er hier wie gesagt nicht. Ansonsten, er ist super verarbeitet, kostet aber eben auch 99 $ und das muss euch dann natürlich, das müsst ihr für euch entscheiden, ob das für euch das wert
wert ist. Wie gesagt, er ist sehr hochwertig und ich sehe da keine Probleme damit. Er liegt richtig gut in der Hand. Am Ende müsst ihr das natürlich selbst entscheiden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.